Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier im VIP-Raum der Crocodiles. Heute haben wir gespielt, die Crocodiles gegen die Tilburg Trappers aus Holland, und die Crocodiles haben in der Overtime verloren mit 4:5. Premiere auch für mich hier heute. Ein Teil der Pressekonferenz werden wir in Englisch führen. Und mal sehen, wie weit das langt und wie weit wir damit kommen. Wir hatten 1566 Zuschauer. Die Schüsse machen wir es heute mal einfach. Es gab 27 Schüsse auf Seiten der Crocodiles und 47 auf Seiten der Tilburger. Ich habe sie leider nicht als Drittelschüsse, da habe ich dann irgendwie ein bisschen schüsselig heute gearbeitet. Ja, die Strafen waren 2 Minuten auf Seiten der Crocodiles und 24 Minuten auf Seiten der Tilburg Trappers, davon eine 10-minütige Disziplinarstrafe. Ich begrüße beide Trainer bei mir. Welcome to Bo Suber from the Tilburg Trappers, und zu unserem Trainer. Hallo Herbie, schön, dass du da bist. Very warm welcome. Let's begin mit unserem Gast, mit Bo. Bo, may I have your statement for the game from today? Hey, good evening, everybody. I look at it, we lost a point over here. It was a little disappointing the way the game went after the first period. We should have scored 4 or 5 goals in the first period and make it a lot of easier game than we did. In the second, we still had our chances, and then all of a sudden, we get a 5-3 against, and they get a goal. They get right into it. The 2 calls a little bit questionable when you get a 60-kilo guy pushing a 85-kilo guy. He's willing to go down as he did. Questionable on that guy part 2 as well. So that's that's the way it is. But we still stayed with it. We got right back, got 2-goal lead, and then we create a turnover and go into the dressing room just with 1-goal lead. In the third, Hamburg came back. They came back hard. They got another power plays, another 5-3 to get right back into the game. I got to say that that tripping goal is a tripping goal. We took some stupid penalties, but I think having 1 power play the whole game, and them having 2 5-3s and a couple other power plays. With the power play they have, it's a little disappointing on the calling side. I'm really happy we got the extra point in overtime. Wish we got in the regulation, but it is what it is, and we go home, get ready for Sunday. Okay. Ich versuche das mal so ein bisschen in die Reihenfolge zu kriegen. Also Bo hat gerade gesagt, dass er ein bisschen traurig ist darüber, dass er einen Punkt hat liegen gelassen hier bei uns, dass die Crocodiles es geschafft haben, doch auch wieder ins Spiel zurückzukommen nach der Führung, die sie letztendlich gehabt haben. Im Ende dann das 4:4 und damit den Punktverlust, den sie nicht einkalkuliert haben, weil sie hier ganz klar gewinnen wollten, die Tilburger, um natürlich dann auch mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Herbert, das ist eigentlich ein Punktgewinn für uns, ne? Aber war auch mehr drin, ne? Schönen guten Abend. Ja, es ist ein Punktgewinn für uns. Natürlich, wenn ich mir jetzt das Line-Up anschaue, was ich immer habe, das ist schon, wird immer weniger. Ist Brett auch noch ausgefallen im ersten Drittel, und wir sind eigentlich froh, dass wir endlich wieder mal Powerplay-Tore geschossen haben, und das ist einmal für die Moral wichtig. Wir haben einen Weg gefunden, einen Punkt zu holen. Das ist einmal für uns einmal schon wichtig. Es hätte natürlich mehr drinnen sein, ist ganz klar. Deswegen haben wir einen Tormann, der was natürlich in Höchstform momentan spielt, bei 47 Schüsse. Ja, der ist warm. Und der hat jetzt schon Cooldown und Massage, der darf schon Cooldown machen. Natürlich mit St. Domnis gut spielen, aber wir haben wirklich gedrückt, dann haben wir schnell wieder ein Gegentor gekriegt und wir haben gewusst, wie Tilburg spielt. Ja, aber ich bin zufrieden mit der Mannschaft, dass wir uns nicht aufgegeben haben. Wir haben wirklich heute den letzten Rest zusammengeklaubt, dass wir spielen können, und die Jungs haben das ganz gut gemacht. Die sind natürlich teilweise auch in diese Rollen, in die sie sind sie noch nicht drinnen, richtig. Sie müssen erst einmal reinwachsen, weil das ist Erwachsenen-Eishockey, aber ja, sie lernen, sie machen Fehler. Aber ja, wir haben einen Weg gefunden, einen Punkt zu machen, und ja, jetzt schauen wir weiter, wie es morgen ausschaut. Gut.
Bo, let's talk about the future. I remember that you signed a contract with the DEB for 2 years, or for 3 years in playing hockey in our league. So we have 2 years in the past. This is the last year. What are the plans for the next year? Will you stay in this league once again, or will you hire up in the next level, maybe DL2? Are there any plans for the Tilburg Trappers? Ich wollte gerne wissen, die Tilburger spielen ja seit 2 Jahren bei uns in der Oberliga und nächstes Jahr ist das 3. Jahr, der Vertrag läuft, glaube ich, über 3 Jahre. Was passiert? Gibt es Pläne, ob Tilburg bei uns in der Liga bleibt oder vielleicht sogar in die DL2 aufsteigt? Well, I'm not exactly the guy to ask for it. The only thing I could do is make sure we do our best to try to win it again. That's the only way you can get up. That's the first thing. So, you know, you don't get up just by, you know, something. I think that's some talks are open with everything. I think the club is ready to move up if they let us. But that's not really a question for me. Like I said, all I could do is make sure the guys are prepared and we play the season on and try to make it 3 in a row, but it's still a long road and there's a lot of good teams, so just got to make sure we're ready for the next game. That's our plan. Okay, also hat eben auch gerade nochmal gesagt, er ist zwar nicht der ganz richtige Ansprechpartner dafür, aber die Pläne sind erstmal in dieser Saison vernünftig zu spielen und natürlich auch zu gewinnen letztendlich, und es gibt Gespräche und es wird auch Gespräche geben, wie es weitergeht, ob es bei uns in der Liga weitergeht oder ob es vielleicht eine Liga höher weitergeht. Also da gibt es noch keine konkrete Entscheidung darüber. What is the next game for Sunday you're playing against? You got Hanover Indians, so it's going to be a tough game. They have a good team. We played them over there, and they're a tough team to play against. And we got some guys missing with injuries. We got some guys gone with the under-20 national team. So, you know, we're playing with what we have, and you know, the guys are playing. They're doing a good job. So, you know, we just gotta take a bus ride home, and tomorrow get a day off, get the guys recuperated, and get a 3 o'clock game and get ready for it. Hannover Scorpions ist der nächste Gegner Hannover Indians ist der nächste Gegner der Tilburger, und die haben natürlich eine lange Busfahrt nach Hause, werden sich ausruhen und werden dann am Sonntag das Beste geben to win the game. We wish you all the luck for the game on Sunday. Thank you for being here. Herbert, ihr fahrt am Sonntag nach Essen. Ich muss eben noch mal ganz kurz auf Brett zu sprechen kommen. War eine unglückliche Szene, wie geht's ihm? Der ist am Weg ins Krankenhaus, der wird gerönt, wahrscheinlich ist die Nase gebrochen oder keine Ahnung. Ja, ich bin immer schon froh, wenn momentan 10, 11 Leute beim Training sind. Also das ist immer so ein bisschen ein Lotteriespiel, wer kommt, wer ist nicht da, den einen muss ich mehr freigeben. Schauen wir mal, was wir morgen machen, ob ich mit dabei aufs Eis gehe oder nichts mache, ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen immer so viel Energie fürs Freitagsspiel, dass wir uns eventuell mit einem kleinen Kader momentan für Sonntag gar nicht mehr erholen können, und das ist halt gegen Essen auswärts nicht sehr einfach, aber ja, wir werden uns ein Bestes geben und schauen, wer morgen alles da ist. Zur Not hast du noch eine 1B, ne? Zu aller Not, dann mal gucken, wenn alle ausfallen, also dann gut, du bist der Trainer, du musst das wissen, ne? Meine Herren, thank you very much for being here, have a good trip back to Tilburg and good luck for the next games. Thank you very much, bye bye. Herbert, Dankeschön. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, nächstes Heimspiel, kommenden Freitag, 20 Uhr gegen Preußen Berlin, hier wieder im Eisland Farmsen. Wir freuen uns auf Sie, und der Nils sagte mir nochmal, am 2. Weihnachtsfeiertag haben wir ja unser Heimspiel hier. Bitte achten Sie jetzt schon mal auf die Uhrzeit, 19 Uhr, nicht 20 Uhr, 19 Uhr. Wir erwarten dann unsere Freunde aus Timmendorf, die Beach Boys. Das war's, schönes Wochenende, Dankeschön, dass Sie hier gewesen sind. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Freitag. Und tschüss.